Hallo, schönen guten Tag und herzlich willkommen bei Inventor. Heute senden wir mal direkt von der Baustelle, und zwar wollen wir einmal zeigen, wie der IV14 Zero komplettiert wird, und des Weiteren wollen wir das Ganze mit dem Inventor Connect System verbinden. Ja, bevor es losgeht, bitte immer mit der Montage- und Bedienungsanleitung vertraut machen. Alle Stromarbeiten sollen natürlich auch von Elektriker ausgeführt werden, das ist wichtig. Wir benötigen ein bisschen Material, ein Cuttermesser, 2 kleine Schraubenzieher und schon kann es losgehen. Der IV14 Zero in der Connect-Variante ist bereits verbaut. Der Elektriker hat alle Kabel verlegt. Das erste, was wir natürlich machen, wir nehmen den Putzdeckel raus und ich wische immer noch mal diese Wandeinbauhülse mit einem feuchten Tuch einfach mal aus, um halt eben Stäube, die in der Bauphase entstanden sind, einfach mal mit rauszuwischen. So, im zweiten Schritt müssen wir unsere Inventinmatte einsetzen. Bereits verbaut ist ja unsere Wandeinbauhülse mit der Wetterschutzhaube, und wenn ich von außen rein oder von innen rein gucke, sehe ich bereits einen grauen Ring, der als Aufnahme für diese Inventinmatte dient. Bei der Inventinmatte bitte aufpassen, die hat eine breite und eine kurze Seite. Wir benötigen die breite Seite, weil die komplett den Rohrumfang auslegt. Deswegen kurz nehmen, einmal zusammenrollen, und jetzt kann ich diese wirklich in die Wandeinbauhülse einstecken. Immer darauf aufpassen, dass diese Öffnung, wo sich die Matte oben stößt, in Wirklichkeit immer nach oben zeigt. So, dann drücke ich das Ganze rein, schiebe es nach vorne, bis die Matte in diesen grauen Ring mit untergefüttert ist. Das zeigen wir gleich nochmal von nahen. So, im dritten Schritt kürzen wir jetzt unsere Inventinmatte. Dazu brauchen wir ein scharfes Cuttermesser. Unsere Matte steht ja über und wir schneiden genau von innen auf unserer Grundplatte entlang. Bitte aufpassen, dass man nicht ins Kabel schneidet. Einmal ringsrum, dass wir bündig mit unserer Inventinmatte mit dieser Grundplatte abschließen. So, im vierten Schritt montieren wir unsere Elektronik. Diese ist gleich auf so einer Grundplatte fertig montiert. Wir sehen hier die Kabelaussparung. Hier ist unser Kabel, also es passt nur einmal. Auf der Rückseite ist nochmal so ein weißer Ring. Dieser dient, das Inventin auf der Innenseite aufzunehmen. Auf der Grundplatte sehen wir hier die 4 Befestigungspunkte, wo ich diese Platte aufsetze. Das Ganze mache ich jetzt einmal. Das Inventin mit den Fingern hinter den Ring drücken, dass es sauber mit drin sitzt. So. Es knackt einmal und schon ist das Ganze montiert. Im Schritt Nummer 5 montieren wir unseren keramischen Wärmetauscher und unseren Reversierventilator. Als erstes den Wärmetauscher, den nehmen wir, schieben ihn in die Öffnung rein bis ganz nach außen. Dann spüren wir einen ganz leichten Widerstand, das ist draußen der Anschlagring. Und dann rutscht er nochmal ungefähr einen halben Zentimeter nach. Also die Position des Wärmespeichers immer bis ganz nach außen schieben. Unser Reversierventilator, hier sehen wir Hinweisschilder, wie rum er eingeschoben wird. Man kann auch sagen, immer die Seite mit den Aufkleber kommt nach außen. Und diesen setzen wir von innen ein und schieben diesen ebenfalls erstmal ein Stück rein. Hier sehen wir unsere Anschlussbuchse für unseren Lüfterkabel. Hier ist unser Anschluss für die 230 Volt, und genau diese Arbeit macht jetzt gleich ein Elektriker für uns.
Im nächsten Schritt wird unser Reversierventilator angeschlossen. Hier klemmt einfach der Elektriker die 3 Kabel farbgleich mit unserem Lüfter an. Unser Elektriker hat alles angeschlossen. Das heißt, wenn wir jetzt die Sicherung umlegen, ist unsere Elektronik bestromt. Wir haben auch hier gesehen, wie er den Lüfter angeschlossen hat. Hier ist so eine kleine Steckverbindung. Es wird wirklich farbgleich angeschlossen. Und später, wenn ich mal einen Lüfter warte, kann ich einfach nur noch oder ziehe ich einfach nur noch diese Steckverbindung auseinander und brauche hier nirgendwo irgendwas abzuschrauben. Im Schritt 7 setzen wir unsere Abdeckung auf und wir sehen auch gleich, hier hinten ist ein kleines Kabel. Das ist für unsere automatische Verschlussklappe und diesen kleinen Stecker setze ich genau hier auf. Der passt nur einmal. Dann, wenn ich das Ganze aufsetze, hier aufpassen, dass das Kabel in dieser Kabelausführung ist und das Kabel für unsere automatische Verschlussklappe nicht irgendwo eingeklemmt wird. Das Ganze wird zum Schluss nochmal verschraubt. Nach Möglichkeit nicht mit dem Akkuschrauber machen, weil hier drinnen haben wir eine Kunststoffaufnahme, wo die Schraube reingreift und wenn ich den Akkuschrauber zu straff einstelle und nicht im richtigen Moment aufhöre, kann es passieren, dass ich diese Kunststoffaufnahme kaputt mache. Deswegen die 4 Schrauben ganz einfach mit einem Schraubenzieher bzw. Kreuzschlitzschraubendreher einfach eindrehen. Unsere Innenblenden sind jetzt angeschlossen. Der Elektriker hat auch die Sicherung reingemacht. Und das erste, was wir sehen, unsere Lüfter fangen von ganz alleine an zu laufen und unser Schwenkarm öffnet sich. Im nächsten Schritt, den wir machen müssen, wir müssen unser Regler mit den Innenblenden koppeln. Und da kommen auch diese kleinen Aufkleber mit zum Tragen. Die Aufkleber finden Sie im Lieferumfang des Reglers. Und hier ist es wichtig, wenn wir nachher die Geräte koppeln, wirklich anzufangen mit 1, 2, 3, 4, genauso in der Reihenfolge, wie ich sie kopple, auch die Aufkleber drauf zu machen, weil später in der App sehe ich genau diese Reihenfolge in meiner App-Anzeige wieder, so wie ich die Geräte gekoppelt habe. Unsere Lüftungsgeräte müssen jetzt mit den Regler verbunden werden und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich Ihnen jetzt. Bei unserem Regler EasyConnect E16 halten wir die mittlere Taste für 3 Sekunden gedrückt. Hier fängt die LED an zu blinken und in der Mitte steht eine 0. Das heißt, hier sind noch keine Geräte verbunden. Ich gehe jetzt mal durch, verbinde die Geräte. In der Summe werden wir 4 Geräte haben und wir sehen dann hier im Display, dass dann zum Schluss auch eine 04 dasteht. Bei der Innenblende finden wir hier unten eine kleine Öffnung. Ich brauche ein geeignetes Werkzeug dazu und halte auch diese Taste für 3 Sekunden gedrückt, bis die LED anfängt grün zu blinken. Leuchtet sie permanent grün, ist das Gerät verbunden und ich sage in unserem Fall gleich, du bist unser Gerät Nummer 1 und mache hier diesen Aufkleber mit drauf. Unser Regler zeigt jetzt 4 Geräte an. Der Pairing-Modus dauert in der Summe genau 5 Minuten. Falls ich eher fertig bin, gehe ich einfach hin und tippe einmal auf die mittlere Taste. Als letzten Schritt müssen wir noch unsere Innenblenden aufsetzen. Dazu schalten wir das System einmal kurz auf Pause. Unser Schwenkarm fährt zurück, sodass ich den Filter einsetzen kann, aber auch den Deckel aufsetzen. Um das System pausieren zu lassen, dazu brauche ich die rechte Taste am Regler, tippe einmal drauf. Jetzt blinkt das Dreieckssymbol. Wir brauchen aber die Pause, bestätigen die einmal und jetzt haben wir im Grunde genommen 60 Minuten Zeit, überall die Blenden wieder aufzusetzen. Bevor wir jetzt noch die Abdeckung aufsetzen, den Staubfilter nicht vergessen. Der wird einfach hier innenseitig
eingesetzt und hält von alleine. So. Dann unsere Abdeckung. Hier oben ist ein kleiner Fanghaken, da leicht draufdrücken und die Blende randrücken. Sind alle Blenden montiert, kann ich wieder zurückgehen zu meinem Regler, wenn ich jetzt nicht die Stunde warten möchte. Brauche wieder die rechte Taste, wähle jetzt aber wieder unseren Play-Button, bestätige das und unsere Lüftungsanlage beginnt in der Betriebsabwärme-Rückgewinnung im Paarbetrieb zu arbeiten. Wir können unsere Lüftungsanlage zum einen über den Regler EasyConnect E16 bedienen, aber noch komfortabler, viel mehr Möglichkeiten haben Sie mit der Inventor Mobile App. Die App einfach installieren auf dem mobilen Endgerät, einmal drauf tippen, dann öffnet die sich. Ich drücke hier Start, wähle aus EasyConnect E16 und hier läuft jetzt im Grunde genommen ein kleines Video schon ab, wie ich das verbinde. Ich muss einfach nur am Regler die mittlere Taste für ca. 8 Sekunden gedrückt halten, bis hier unten die LED blau leuchtet. Das ist jetzt der Fall. Sie blinkt auch blau. Ich tippe auf der App verbinden. Er sucht jetzt via Bluetooth den Regler. Er hat ihn gefunden. Ich sage Einrichtung abschließen. Sie können sofort Ihren Regler einen Namen geben. Erfolgreich verbunden. Und schon können Sie über die App Ihren Regler bedienen. Unser Regler ist in der App verfügbar. Wir tippen hier einmal an, die App baut sich auf und als erstes gehen wir in die Geräteübersicht und hier finden wir unsere Lüftungsgeräte genau in der Reihenfolge wieder, wie wir sie für uns angelernt haben. Sie erinnern sich an die kleinen Aufkleber. Das dauert einen kleinen Moment, bis er alles geladen hat. Hier sind unsere Geräte. Gerät 1, 2, 3, 4, wie wir sie eingelernt haben und dahinter steht Lüftungszone. In unserem Fall ist es so, Gerät 1 und 2 ist eine Lüftungszone und Gerät 3 und 4. Und wenn ich jetzt hier hinten einfach drauf tippe, kann ich sagen, Gerät 3, Gerät 4, ihr seid eine Lüftungszone, geht zurück, kann jetzt die Lüftungszonenübersicht wählen und in der Lüftungszonenübersicht kann ich mir jetzt meine Lüftungsanlage in den beiden Zonen individuell einstellen. Wie Sie gesehen haben, ist es gar nicht so kompliziert, unsere Geräte zu komplettieren und das Ganze auch mit dem Reglersystem EasyConnect E16 zu verbinden. Sollten Sie allerdings Fragen haben, können Sie natürlich gern bei uns im Werk anrufen. Die Kollegen aus dem technischen Service helfen Ihnen gern dabei weiter. Ansonsten vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis dahin, auf Wiedersehen.